Hallo, für euch bin ich heute im Blobsaland Deutschland, wie ihr seht. Und zwar geht es heute um das Thema, was kostet eigentlich so ein Tag im Freizeitpark? Ihr wisst, Essen, Getränke, Souvenirs, aber auch der ganze Spaß mit Achterbahn und Freizeitgestaltung kann ganz schön ins Geld gehen. Deswegen teste ich für euch heute, wie das so aussieht, heißt, was so ein Tag im Freizeitpark kosten kann. Und am Ende vom Video kriegt ihr natürlich auch Tipps und Tricks von mir, wie das Ganze auch etwas günstiger geht. Deswegen bleibt dran und viel Spaß! Egal, ob du mit dem Auto oder mit dem Zug kommst, die Anfahrt kostet immer. Ich bin mit dem Auto gefahren, ca. 30 Kilometer. Schätzt mal, macht ca. 10 Euro Spritkosten. Dazu kommt noch der Parkplatz und der kostet die Tagesgebühr im Blobsaland Deutschland, die liegt bei 10 Euro für den ganzen Tag. Und nun der spannende Teil, die Eintrittspreise. Und zwar liegen da beim Erwachsenen beim tagesdatierten Ticket, das heißt ab 1,40 Meter Körpergröße, von 44 bis 52 Euro. Kinder von 1 Meter bis 1,39 Meter zahlen zwischen 44 und 49 Euro und Kinder zwischen 85 und 99 Zentimeter zahlen 19 Euro für das Tagesticket. Tickets sind alle tagesdatiert, das heißt, die Preise variieren, je nachdem an welchem Tag ihr in den Park geht. Das Gute, alle Attraktionen sind im Preis drin, also im Eintrittspreis enthalten. Von Achterbahn bis zur Biene Meier Show, alles inklusive. Aber Vorsicht, es gibt kleine Kostenfallen. Und zwar zum Beispiel die Spielhalle, ein Jeton 1 Euro oder 2 Euro. Bälle werfen, auch nochmal extra Kosten. Kinder schminken, auch nochmal extra Gebühren. Ist zwar freiwillig und optional, aber ihr wisst, wie die Kinder sind. Vor allem die Mädels wollen ja doch mal als kleine Fee rumlaufen, ne? Und da kann es dann doch schon mal ins Geld gehen. Aber auch hier nochmal eine kleine Übersicht. Hallo, es ist soweit, es ist Mittagszeit. Also was kommt? Der Hunger. Also gehen wir mal was essen. Aber was? Currywurst? Pommes? Crepe? Nee. Aber Döner macht schöner. Also gehen wir ab Döner essen.
Aber was kostet das Essen überhaupt hier im Plopsaland Deutschland? Das seht ihr jetzt gleich, denn ich zeige euch mal so ein paar Preistafeln und was das Essen hier so kostet. Und natürlich auch später wieder die Spartipps, wie man da doch ein bisschen sparen kann. Bis gleich! Mittagessen im Park, da geht's richtig zur Sache. Klar, man hat Hunger, die Kids auch, sind auch mal genervt, weil sie hungrig sind. Aber da haut's dann richtig rein. Zum Beispiel Burgermenü mit Pommes, Burger und Getränk liegen zwischen 12 bis 15 Euro. Eis so um die 3-4 Euro. Döner 6,50 Euro. So, Essen ist fertig, lecker Döner. So, den lasse ich mir jetzt schmecken und dann sehen wir uns später wieder. Mahlzeit! So, der war echt lecker. Ob er schöner gemacht hat, keine Ahnung. Aber gut war er. Und nach salzig braucht man süß. Also was holen wir jetzt? Einmal ein Eis. Und zwar ein leckeres Softeis. Bis gleich! Und wie ist es am Ende vom Tag? Wo möchte man hin? Nach Hause. Woran kommt man vorbei? Am Souvenirshop. Also eine Runde durch den Souvenirshop und auch nochmal schön Geld da gelassen. Zum Beispiel T-Shirts, Schlüsselanhänger, Plüschfiguren, eine Tasse, wie auch immer. Da gibt es ja ganz viel Auswahl und deswegen auch hier mal ein paar kleine Accessoires oder Souvenirs und was ihr da so hinlegen dürft. Ein Tag im Plopsaland Deutschland geht zu Ende. Deswegen zeige ich euch jetzt mal, was ich heute ausgegeben habe für diesen wunderschönen Tag im Plopsaland Deutschland. Deswegen kommt jetzt die Auflistung und natürlich jetzt auch die Spartipps. Wie könnt ihr an einem Tag wie heute zum Beispiel auch sparen, um hier etwas günstiger den Tag voller Freude zu genießen. Also, bis gleich! So, und nun mein Fazit. Was habe ich heute alles ausgegeben? Also zum einen war das Parken, 10 Euro. Eintrittspreis, 48 Euro. Benzin, sagen wir mal hin und zurück, 10 Euro. Getrunken habe ich einen Kaffee, 3 Euro. Gegessen ein Döner, 6,50 Euro. Und das Eis mit 4 Euro. Macht komplett 71,50 Euro. Und das war jetzt nur eine Person und
ohne Benzin, also mit Benzin 81,50. Und das war jetzt nur ein Erwachsener. Jetzt überlegt mal, 2 Erwachsene, 1 bis 2 Kinder, könnt ihr euch ungefähr überlegen, was sowas kostet. Also das war mal locker mal zwischen 150 bis 200 Euro, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr. Oh my Deswegen God. gibt es auch einige Tipps, wie man hier am besten sparen kann. Und die kommen jetzt. Also fangen wir beim Ticket an zum Beispiel. Das könnt ihr online schon teilweise manchmal wesentlich günstiger finden. Also Eintrittstickets auf anderen Webseiten gibt es manchmal auch schon ab 35 Euro, habe ich gesehen. Tipp Nummer 2. Snacks und Getränke selber mitbringen. Ich habe ganz viele Leute gesehen, die hatten ihre Bollerwagen, Buggies oder Kinderwagen dabei und die haben schon Getränke und Essen mitgenommen. Also auch das ist gestattet. Ihr dürft Essen und Getränke mitnehmen. Ist meist günstiger unterm Strich, als dort eben zu essen und zu trinken. Tipp Nummer 3. Früh da sein und volle Öffnungszeit nutzen. Das heißt einfach den ganzen Tag auch in dem Park verbringen. Dann habt ihr auch sehr viel mehr vom Eintritt. Und gerade was Getränke angeht, nehmt euch eine Flasche Wasser mit und diese könnt ihr auch immer wieder auffüllen am Waschbecken zum Beispiel. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man eben auch da sehr günstig was zu trinken kriegen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und wenn ihr meine weiteren Videos sehen wollt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich freuen. Also bis zum nächsten Mal aus dem Plopsaland oder Europapark oder wo auch immer in den ganzen Freizeitparks der Welt. Bis dann, macht's gut! All the barricades